Warum muss ich auf Deutsch lesen? Meine Schüler fragen mich das oft. Sie denken, Lesen hilft nicht beim Deutschlernen. Mit Lesen lernst du Deutsch schneller und ich erkläre dir warum. Ich weiß, wie schwer es sein kann, am Anfang zu lesen. Viele Wörter sind neu und machen dich unsicher. Manchmal brauchst du viel Zeit, um einen Text zu verstehen. Aber lass mich dir eine Sache sagen. Lesen zeigt dir viele neue Wörter. Das ist sehr wichtig. Wenn du liest, triffst du Wörter, die du nicht kennst. Oft verstehst du sie durch den Text. Dein Gehirn merkt Wörter schneller, wenn du sie oft siehst. Du musst nicht immer ins Wörterbuch schauen. Manche Wörter erkennst du gleich. Manche lernst du nach 3-mal sehen. Mit jedem Buch lernst du mehr. Dein Wortschatz wächst Stück für Stück. Viele Wörter wiederholen sich in Geschichten, so lernst du ohne Stress. Neue Wörter machen dein Sprechen leichter. Du kannst genauer sagen, was du meinst. Auch beim Hören hilft dir das. Du verstehst Menschen schneller. Wörter sind wie kleine Bausteine. Mit wenigen Bausteinen kannst du nur wenig bauen. Mit vielen Bausteinen kannst du viel machen. Lesen gibt dir diese Bausteine. Es ist ein Schlüssel für dein Deutsch. Lesen bringt Spaß und Motivation. Es bringt dir jeden Tag neue Wörter. Wenn du Wörter kennst, lernst du auch die Regeln besser. Lesen macht deine Grammatik besser. Du siehst die Regeln direkt in Texten. Du merkst, wie man die Wörter verbindet. Dein Gehirn speichert diese Muster automatisch. So lernst du Grammatik ohne viel Übung. Beim Lesen findest du viele Beispielsätze. Jeder Satz zeigt dir, wie man Wörter richtig benutzt. So siehst du ganz oft die gleiche Regel. Du musst sie nicht auswendig lernen, dein Kopf merkt sie sich. Wenn du eine Geschichte liest, lernst du die Zeitformen. Du erkennst, wie man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schreibt. Du siehst, wie man Verben verändert. Auch die Artikel lernst du so. Du merkst schnell, wann man der, die oder das benutzt. Mit der Zeit wirst du sicherer. Du musst nicht jede Regel im Kopf wiederholen. Du siehst sie beim Lesen immer wieder. Beim Lesen lernst du auch, wie Sätze gebaut werden. Manche Sätze sind kurz, manche sind länger. Du erkennst, wo das Verb steht. Du merkst, wie Wörter zusammenpassen. Wenn du viele Texte liest, wird dein Gefühl für Grammatik stark. Du musst weniger überlegen, wenn du sprichst oder schreibst. Die Regeln sind schon in deinem Kopf gespeichert. Lesen hilft dir auch mit Präpositionen. Diese Wörter sind oft schwer, aber in Geschichten siehst du sie immer im richtigen Zusammenhang. Du liest zum Beispiel im Haus oder auf dem Tisch. So lernst du die Formen richtig, ohne lange Tabellen. Darum ist Lesen ein einfacher und natürlicher Weg, Grammatik zu lernen. Du brauchst keine Angst vor Fehlern zu haben. Mit jedem Text lernst du mehr. Deine Grammatik wird klarer. Deine Sätze werden richtiger. Und das Beste? Du lernst Grammatik
ohne dass es sich wie Arbeit anfühlt. Lesen bringt dir Ideen für dein eigenes Schreiben. Wenn du viel liest, siehst du, wie andere Menschen ihre Gedanken aufschreiben. Du siehst, welche Wörter sie benutzen und wie sie Sätze bauen. Dein Kopf speichert diese Beispiele. Später kannst du sie für deine eigenen Texte nutzen. So fällt es dir leichter, deine Gedanken aufzuschreiben. Oft ist es schwer, den ersten Satz zu finden. Wenn du aber viel gelesen hast, kommen die Ideen schneller. Du erinnerst dich an Wörter und Wendungen, die du gelesen hast. Dann kannst du sie in deinen eigenen Text einbauen. Lesen zeigt dir auch verschiedene Themen. In einem Krimi lernst du, Spannung zu machen. In einer Liebesgeschichte siehst du, wie man Gefühle beschreibt. In einem Reisebericht liest du, wie man Orte und Menschen darstellt. All das gibt dir Ideen für deine eigenen Texte. Du kannst deinen Stil ausprobieren und verändern. Wenn du viele Texte liest, wächst dein Wortschatz. Mit mehr Wörtern kannst du deine Gedanken klarer ausdrücken. Deine Texte werden bunter und interessanter. Lesen hilft dir auch, eine gute Struktur zu finden. Du erkennst, wie Geschichten anfangen, wie sie weitergehen und wie sie enden. So lernst du, eigene Texte zu planen. Lesen gibt dir also nicht nur neue Wörter, sondern auch Bilder, Ideen und Beispiele. Es zeigt dir, wie andere schreiben und macht dein Schreiben stärker. Je mehr du liest, desto leichter fällt dir dein eigener Text. Aber weißt du, was noch viel besser ist? Lesen macht dich sicherer beim Sprechen. Wenn du viele Texte liest, siehst du Wörter und Sätze immer wieder. Dein Gehirn merkt sich diese Muster automatisch. Später, wenn du sprichst, fallen dir die richtigen Wörter schneller ein. Du musst nicht lange überlegen, welche Form oder welches Wort passt. Durch Lesen bekommst du einen größeren Wortschatz und mit mehr Wörtern kannst du besser sprechen. Du kannst deine Gedanken klarer ausdrücken und findest für viele Situationen passende Wörter. Beim Lesen hörst du die Sprache in deinem Kopf. Du siehst, wie Sätze klingen und wie man Wörter verbindet. Dadurch übst du auch, den richtigen Rhythmus zu finden. Wenn du sprichst, erinnerst du dich an diese Strukturen. Du kannst sie benutzen, ohne viel nachzudenken. Lesen zeigt dir auch Redewendungen und feste Ausdrücke. Diese helfen dir, natürlicher zu sprechen. Wenn du solche Ausdrücke kennst, klingst du flüssiger und sicherer. Außerdem macht dich Lesen mutiger. Du weißt, dass du viele Wörter kennst. Dieses Gefühl gibt dir Vertrauen beim Sprechen. Je mehr du liest, desto leichter fällt dir das Gespräch mit anderen. Du bist entspannter, weil du schon viele Wörter und Sätze im Kopf hast. Lesen ist also ein stilles Training für gutes Sprechen. Lesen treibt dein Lernen stärker voran als alles andere. Wenn du wachsen willst, führt kein Weg am Lesen vorbei. Lesen gibt dir Wörter, Grammatik und viele Beispiele.
Dein Kopf nimmt alles auf, auch wenn du es nicht sofort merkst. Jedes Mal, wenn du einen Text liest, übst du unbewusst. Du siehst, wie Wörter zusammenpassen und wie man Sätze baut. Das hilft dir beim Sprechen, Schreiben und Verstehen. Andere Methoden sind auch nützlich. Du kannst Übungen machen, Hörtexte hören oder mit Menschen sprechen. Aber Lesen bringt dir mehr, weil du viele Informationen in kurzer Zeit bekommst. In einem einzigen Buch kannst du tausende Wörter sehen. Du erkennst Regeln direkt im Text, ohne trockene Tabellen. Dein Gehirn speichert sie durch Wiederholung. Lesen zeigt dir auch, wie die Sprache in echten Situationen klingt. Geschichten, Zeitungen oder Blogs bringen dir Sprache, wie sie wirklich benutzt wird. Du lernst nicht nur die Wörter, sondern auch den richtigen Ton. So klingt dein Deutsch natürlicher. Ein weiterer Vorteil ist, dass du überall lesen kannst. Du brauchst keine Lehrerin, keinen Kurs und keine Partner. Du kannst selbst entscheiden, wann und wie lange du liest. Das macht dich unabhängig. Mit jeder Seite wächst dein Wissen. Wenn du regelmäßig liest, wirst du merken, dass andere Dinge leichter werden. Grammatikübungen machen mehr Sinn, weil du die Regeln schon kennst. Gespräche fallen dir leichter, weil du Wörter im Kopf hast. Schreiben wird einfacher, weil du viele Beispiele kennst. Darum ist Lesen der stärkste Motor für dein Lernen. Es gibt keinen schnelleren Weg. Mit jedem Buch wächst dein Deutsch. Mit jeder Geschichte wirst du sicherer. Lesen ist ein Schlüssel, um wirklich weiterzukommen. Erfolge sichtbar machen ist sehr wichtig beim Lernen. Wenn du deine Fortschritte siehst, bleibst du motiviert. Zahlen helfen dir, den Wert von Lesen zu verstehen. Stell dir vor, du liest jeden Tag nur 10 Seiten. Das ist nicht viel Zeit, vielleicht 20 Minuten. Aber in einem Jahr sind das über 3000 Seiten. Dabei lernst du mehr als 3000 neue Wörter. Das ist ein großer Erfolg, den du selbst erreicht hast. Solche Zahlen zeigen dir klar: jeder kleine Schritt zählt. Lesen bringt dir nicht nur Wissen, sondern auch ein starkes Gefühl, dass du weiterkommst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Lesen zu sprechen. Ich finde es super, dass du neugierig geblieben bist und wissen wolltest, warum Lesen so wichtig ist. Denk dran, jede Seite zählt, jedes neue Wort bringt dich ein Stück weiter. Es muss nicht perfekt sein, Hauptsache du machst weiter. Mach dir keinen Druck, sondern sieh Lesen als etwas Schönes und Spannendes. Ich hoffe, du hast jetzt Lust bekommen, einfach mal loszulegen. Viel Erfolg auf deinem Weg und danke, dass ich dich dabei begleiten durfte.